ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute die perfekte Biskuitrolle. Sie schmeckt fluffig, locker leicht und sieht aus wie vom Bäcker oder vom Konditor. Und für dieses Prachtstück brauchen wir 6 Eiweiß, eine Prise Salz, 120 Gramm Zucker, 6 Eigelbe, 90 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver, dann eine große Dose Pfirsiche, 500 Milliliter Sahne, 2 bis 3 Päckchen Vanillezucker und Puderzucker zum Bestreuen. Ja, und dann geht es auch schon los. Mein Eigelb, mein Eiweiß gebe ich in eine Schüssel, da kommt die Prise Salz mit hinein und das schlage ich erstmal schaumig. Und wenn es dann schäumt, kommt der Zucker dazu. Wer mag, kann auch noch etwas Vanilleextrakt dazu geben oder Vanillezucker. Ja, das Ganze schlage ich so 2-3 Minuten auf und dann kommen die Eigelbe dazu. Und zwar einzeln. Also ein Eigelb hinein, 30 Sekunden verrühren und dann das nächste. Und das darf dann nochmal so gute 2-3 Minuten rühren. Und dann ist meine Biskuitmasse fast fertig, denn jetzt brauche ich noch die Trockenzutaten. Und zwar das Mehl wird mit dem Backpulver einfach über die Eiermasse gesiebt. Und dann müsst ihr alles vorsichtig unterheben. Also das heißt von unten nach oben, schön langsam, nicht wie wild da drin rumschlagen, weil sonst ist unsere Luft wieder heraus und unsere Biskuitrolle wird nicht fluffig locker. Ja, also so lange unterheben, bis das Mehl eben verschwunden ist. So sah es aus. Dann braucht ihr euer Backblech von eurem Ofen. Da gebt ihr einfach nur ein Backpapier drauf und da wird jetzt der Teig gleichmäßig verstrichen. Und erschreckt nicht. Es ist ziemlich viel Masse, aber das ist vollkommen in Ordnung, denn so bekommen wir so einen richtig schönen, normal großen, fluffigen Biskuitteig. Auch schön in die Ecken hinein. Und dann darf das Ganze bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 10 Minuten backen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und nach dem Backen schaut das so aus. Ja. Schaut das so aus. Ist es nicht ein Prachtstück? Also ich war so begeistert. Also ich mag dieses Biskuitteig total. Hier habe ich jetzt ein sauberes Geschirrtuch. Da kommt jetzt ein bisschen Zucker drüber. Der dient einfach nur damit, dass mein Biskuitboden nicht kleben bleibt. Dann stütze ich den darauf. Das geht eigentlich ganz einfach mit dem Backpapier. Da braucht ihr keine Angst haben, dass der euch runterfällt. Das passiert nicht. Und dann löst ihr das Backpapier vorsichtig ab. Wenn ihr merkt, es klebt zu arg, einfach das Backpapier ein bisschen mit kaltem Wasser beträufeln. Und dann dürfte sich das eigentlich schön lösen. Und da sieht man eigentlich schon, wie fluffig der ist. Der hat sich angefühlt wie ein Teppich, wie so ein flauschiger Teppich. So sauer aus. Toll, oder? Richtig schön gerade. Hat sich richtig schön verteilt und der ist richtig schön porig geworden. Also richtig lecker. Ja, den müssen wir jetzt noch im heißen oder besser gesagt warmen Zustand einrollen. Denn wenn er kalt wird, kann es passieren, dass er bricht. Und den rolle ich jetzt inklusive Geschirrtuch ein. Also einfach von unten nach oben oder von oben nach unten, wie ihr wollt. Und da drin darf er jetzt komplett auskühlen. Und es dauert eigentlich auch gar nicht lange, so 1-2 Stunden. In der Zwischenzeit mache ich meine Füllung. Das habe ich ganz schlicht gehalten, denn ich wollte wirklich eine schöne, mega einfache Biskuitrolle. Hier habe ich jetzt einfach nur Sahne. Da gebe ich ein bisschen Vanillezucker dazu, also 2 bis 3 Packungen, je nachdem wie süß ihr haben wollt, und schlage sie steif. Jetzt habe ich hier meinen Boden. Lasst euch bitte nicht irritieren, dass es jetzt ein anderes Geschirrtuch ist, denn ich habe festgestellt, das andere war doch nicht sauber und das geht nicht. Und deswegen habe ich das Geschirrtuch ausgetauscht. Was ich immer mache, bevor ich fülle, ich schaue, ob er sich wirklich vom Geschirrtuch löst. Und das hat er wunderbar gemacht. Also man sieht schon, nichts gebrochen und mega einfach zum Rollen und bewegen. Hier ist jetzt meine Sahne, die ist steif geschlagen. Und die kommt jetzt komplett da drauf. Lasst ein klein wenig Rand, damit es dient eigentlich nur dazu, dass wenn man sie einrollt, dass das nicht so extrem rausquillt. Also auf der Seite so rausquetscht. Und wer später noch so Turfs oben drauf mag, der nimmt ein bisschen was weg. Ich sage immer so 6 Esslöffel Sahne weg. Aber wie gesagt, ich wollte sie wirklich schlicht einfach haben und ich finde eigentlich, das ist mir ganz gut gelungen. Ja,
Die wird dann schön gleichmäßig eingestrichen und jetzt habe ich hier meine Pfirsiche, die natürlich vorher abtropfen lassen und auch ein bisschen trocken tupfen. Und die kommen jetzt mittig hinein. Und jetzt braucht man ein kleines bisschen Geschick mit dem Einrollen. Habt ihr gesehen, ich habe die Pfirsiche ein bisschen festgehalten. Ja, und dann, wenn sie eingerollt ist, ich habe sie nochmal für 2-3 Stunden kühl gestellt. Das ist kein Muss, aber ich glaube, es ist besser, wenn man das macht, dass die Sahne fest wird und sich auch um die Pfirsiche verteilt. Das seht ihr jetzt dann beim Anschnitt. Und ich mache das immer so, ich spanne sie dann nochmal richtig ein und gebe sie dann entweder in den Kühlschrank oder wie bei mir gerade in meiner Speise ist gerade die Antarktis, so kalt ist da drin. Und ich habe sie in meine Speise gestellt. Die Enden sind natürlich immer, oder der Anfang, wie ihr wollt, die sind immer nicht so schön. Die schneidet man einfach ab und so sah es dann aus. Schön, oder? So richtig schön. Ich war so begeistert, schaut euch das Teil mal an. Das ist echt wie vom Konditor. Und einfach nur noch ein bisschen Puderzucker drüber und das war's. Mehr braucht es nicht. Wer es natürlich noch einen Tick schöner haben will, gebt oben Tuffs drauf und dann noch so ein Stückel Pfirsich. Oder je nachdem, was ihr für ein Obst nimmt. Und so sah dann der Anschnitt aus. Das war jetzt wieder klar, dass wenn ich filme, die Anschnitte dann das Ende sind von der Pfirsich. Ne? Ich habe jetzt dann nur ein schönes Stück raus, aber es kam dann wieder. Wenn man sieht, es wird jetzt dann schon wieder größer. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.